Stell dir das mal vor, es ist eiskalt. Schnee liegt überall. Die Luft beißt ins Gesicht und selbst die Bäume wirken, als hätten sie sich in Watte gehüllt. Und mitten in diesem Winterchaos, da liegt ein kleiner Hund. Ganz allein. Kein Auto weit und breit. Kein Mensch. Nur er. Er zittert am ganzen Körper. Sein Fell ist nass, verklebt, voller Schnee und Matsch. Seine Pfoten sind wund, manche Stellen bluten schon. Er hat versucht, sich unter einer alten Pappe zu verstecken, aber die hat der Wind längst weggeblasen. Jetzt liegt er einfach da, die Augen halb zu, der Atem flach. Er ist so müde. So unendlich müde. Vor 3 Tagen hat ihn jemand einfach aus dem Auto geworfen. Ohne Grund. Ohne Abschied. Vielleicht weil er zu viel gebellt hat. Vielleicht weil er krank war. Vielleicht einfach, weil er nicht mehr passte. Und seitdem? Nichts. Kein Futter. Kein Wasser. Nur Kälte. Die ersten Stunden hat er noch Hoffnung gehabt. Er ist aufgestanden, ist ein Stück gelaufen, hat gebellt, leise, dann lauter. Aber niemand kam. Die Leute, die vorbeifuhren? Die haben ihn gesehen, ja. Aber sie haben einfach weitergeschaut. Einer hat sogar gelacht. Ein streunender Hund, hat er gesagt. Nicht unser Problem. Und so wurde jeder Tag härter. Am 2. Tag hat er kaum noch Kraft gehabt, den Kopf zu heben. Am 3. da dachte er wohl, das war's. Jetzt ist Schluss. Doch dann passierte etwas. Ein Pickup nähert sich langsam. Normalerweise fährt hier kaum jemand. Aber heute hält er an. Die Tür geht auf. Ein Mann steigt aus. Groß, mit einer dicken grünen Jacke, Bart, klare Augen. Er sieht den Hund sofort. Und er zögert nicht eine Sekunde. Mein Gott, sagt er leise. Was ist denn mit dir passiert, Kleiner? Er geht in die Hocke, streckt langsam die Hand aus. Nicht zu schnell, damit der Hund keine Angst kriegt. Und der Hund? Der sieht ihn an. Nicht mit Furcht, sondern mit einer winzigen Spur Hoffnung. Der Mann nimmt ihn vorsichtig hoch, so sanft, als wäre er aus Glas. Keine Sorge, flüstert er. Jetzt bist du in Sicherheit. Und er wickelt ihn in seine eigene dicke Wolldecke, die er hinten im Auto hat. Der Hund, er weint fast. Nicht mit Tränen, aber mit dem ganzen Körper. Als würde er endlich aufatmen können. Der Mann heißt Lars. Er ist Förster hier in der Gegend. Kennt jeden Fuchs, jedes Reh, jeden Vogel im Wald. Aber diesen Hund, den hat er noch nie gesehen. Und genau deshalb weiß er, der gehört hier nicht hin. Der wurde weggeworfen wie Müll. Statt nach Hause zu fahren, lenkt Lars sein Auto direkt zur Tierklinik nach Potsdam. Die Ärztin dort ist erst schockiert, als sie den Zustand des Hundes sieht. Unterkühlt. Dehydriert. Eine Pfote schwer erfroren. Ob er es schafft? Sagt sie leise. Aber dann, sie sieht in seine Augen. Und da weiß sie, der kämpft. Der will leben. Sie geben ihm Wärme, Flüssigkeit, Medikamente. Und Lars? Der bleibt die ganze Nacht. Sitzt einfach da, hält seine Hand auf den kleinen Körper. Und wisst ihr was? Der Hund schafft es. Nach 2 Wochen kann er wieder laufen. Frisst wie ein Scheunendrescher. Wedelt mit dem Schwanz erst zaghaft, dann wild, als hätte er vergessen, wie glücklich man sein kann. Lars gibt ihm einen Namen, Lucky. Weil er Glück hatte.
weil jemand angehalten hat. Heute lebt Lucky bei Lars in einem kleinen Holzhaus am Waldrand. Er begleitet ihn jeden Tag in den Wald. Schläft abends auf einem weichen Kissen neben dem Ofen. Und wenn Lars abends nach Hause kommt, rennt Lucky ihm schon am Zaun entgegen, voller Freude, voller Leben. Manchmal braucht es wirklich nur einen Menschen. Einen, der nicht wegsieht. Einen, der anhält, auch wenn es unbequem ist. Auch wenn es kalt ist. Auch wenn die Welt weiterläuft. Denn jedes Tier, jedes Einzelne hat das Recht, geliebt zu werden. Und gerettet. Und manchmal reicht dafür schon ein einziger Moment des Mitgefühls. Liebe Zuschauer, vielen Dank für das Zuschauen und die Likes. Zögern Sie nicht, Ihre Meinung in den Kommentaren mitzuteilen. Vielen Dank.